Hi friends. Hallo Freunde. Let's continue with that same verse. Lasst uns mit demselben Vers weitermachen. You know, Paul is basically saying that he's clinging passionately to Christ and Christ will be revealed openly. Paulus sagt, dass sich leidenschaftlich an Christus klammert und Christus öffentlich offenbart wird. And then look what he says. Schau, was dann sagt. So I will not be ashamed. Ich werde mich also nicht schämen. In my life or in my death, Christ will be magnified. In meinem Leben oder Sterben, Christus wird in mir verherrlicht werden. So look at this. Schau mal. First he says that he believes that he will be delivered, but in the end he says this is not really what matters. Erst sagt er, dass er glaubt, befreit zu werden, aber dann sagt er, dass das gar keine Rolle spielt. So it obviously was not this clear, deep conviction. It was just what he thought. Es war also offensichtlich nicht seine klare und tiefe Überzeugung, sondern nur, was er dachte. Because here he said that whether he is alive or whether he's dead, Christ will be magnified. That's what mattered. Denn hier sagt er, ob ich lebe oder sterbe, Christus wird verherrlicht werden. Das ist es, was zählt. So Paul clearly showed here that while he had that sense that he would be delivered, that was not what his focus was on. Paulus zeigt damit, dass, obwohl er das Gefühl hatte, befreit zu werden, war das nicht sein Fokus. His focus was that Christ is to be magnified, being alive, being dead, being in prison, being out of prison. Sein Fokus lag darauf, dass Christus verherrlicht wird, ob er lebt oder stirbt, im Gefängnis ist oder nicht. And then he continues with my favorite Bible verse. Dann fährt Paulus mit meinem Lieblingsbibelvers fort. Of course, as we know it in the New King James Version, it says, "For me to live is Christ, and to die is gain." Wir kennen den Vers so: Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. But how does he express it here in the Passion? Aber wie wird er hier in der Passion ausgedrückt? Look, he says, "My true life is the anointed one." Er sagt, mein wahres Leben ist der Gesalbte. And then he says, "And dying means gaining more of him." Und dann sagt er, und zu sterben bedeutet, mehr von ihm zu gewinnen. I really like this. Das mag ich wirklich. You know, the first thing when he says, about life, Wo er von wahres Leben spricht, it's actually a verb. steht eigentlich ein Verb. Very interesting. Das ist sehr interessant. So he is saying here that in my life, my true life, but actually it should say my true living. Hier steht zwar mein wahres Leben, aber es sollte eigentlich heißen, wahrhaft zu leben. Is the anointed one. Ist der Gesalbte. That's how it's in the Greek. So steht es im Griechischen. And it is the verb that comes from the noun zoe, Das verwendete Verb ist vom Substantiv Zoe abgeleitet, which means the God kind of life. was gottgegebenes Leben bedeutet. So here's what Paul is saying. Paulus sagt also, The way I live my everyday life, which is an abundant, victorious life, die Art und Weise, wie ich mein tägliches Leben führe, was ein überfließendes, siegreiches Leben ist is Jesus. Jesus. Only Jesus is the only source that I can live this victorious life. Nur Jesus ist die einzige Quelle, damit ich dieses siegreiche Leben führen kann. And he says, and if I die, that means I get more of him. Und wenn ich sterbe, bedeutet das, dass ich mehr von ihm bekomme. You know, the New King James says dying is gain, but the Passion says dying is gain because I get more of him. Andere Übersetzungen sagen, Sterben ist Gewinn, aber die Passion sagt, zu sterben bedeutet, mehr von ihm zu gewinnen. Think about this. Überleg mal. If you don't get more of Jesus when this life on earth is over, then how is dying gain? Wenn du nach diesem Leben hier auf Erden nicht mehr von Jesus bekommst, wie sollte Sterben dann ein Gewinn sein? You know, so many Christians have such a wrong idea of heaven. Viele Christen haben so eine falsche Vorstellung vom Himmel. They think dying is gain because there is no more sickness in heaven. Sie denken, Sterben ist Gewinn, weil es im Himmel keine Krankheit mehr gibt. Dying is gain because in heaven I don't have to struggle with my sinful nature anymore. Sterben ist Gewinn, weil ich im Himmel nicht mehr mit meiner sündhaften Natur kämpfen muss. Dying is gain because I have no more financial lack. Sterben ist Gewinn, weil ich dann keinen finanziellen Mangel mehr habe. So many Christians make dying gain because of things. Viele Christen machen Sterben aufgrund von Dingen zu einem Gewinn. But dying is not gain because of things. Dying is gain because of Jesus. Aber Sterben ist nicht aufgrund irgendwelcher Sachen ein Gewinn, sondern wegen Jesus. And that's what Paul expressed. He says, when I die, it means I gain more of him. Genau das bringt Paulus hier zum Ausdruck, wenn er sagt, Sterben bedeutet, mehr von ihm zu gewinnen. Now here's the question. Hier ist die Frage. Can
you gain more of him? Kannst du mehr von ihm gewinnen? Not really, Nicht wirklich, because you already won with him. denn du bist bereits eins mit ihm. Even though you're one with him because of the way we live here in our bodies, Obwohl wir aufgrund dessen, die wir hier in unserem Körper leben, eins mit ihm sind, we face these limitations. sind wir mit diesen Beschränkungen konfrontiert. But once we are in heaven forever with him, there are no more limitations in our relationship with him. Aber sobald wir mit ihm im Himmel sein werden, wird es keine Limitationen mehr geben. So we don't gain more of him, but we gain more of him in experience. Wir gewinnen also nicht mehr von ihm als Person, sondern davon, wie wir ihn erleben. This constant, direct, intimate connection with him. Diese konstante, direkte, intime Verbindung mit ihm. Listen, Hört zu. if heaven is not all about Jesus, then what is heaven all about? Wenn sich im Himmel nicht alles um Jesus dreht, warum denn dann? So many people think, when I go to heaven, I can't wait to talk to Paul, to Peter, to Elijah, to Moses. Viele denken, wenn ich in den Himmel komme, will ich unbedingt mit Paulus, Petrus, Mose und Elia reden. Yes, you will be able to. Ja, das wird möglich sein. But what you need to understand is heaven is all about incredibly perfect unity with Jesus. Aber du musst verstehen, dass sich im Himmel alles um eine herrliche, intime, perfekte Beziehung mit Jesus dreht. And once we leave this earth, we have everything of him on a constant basis. Und sobald wir diese Erde verlassen, haben wir konstant alles von ihm. That's why Deshalb cannot understand how any Christian cannot be excited about leaving this earth. kann ich nicht verstehen, wie ein Christ nicht begeistert sein kann, diese Erde zu verlassen. They actually don't believe they will gain more of him. Denn dann glaubt man in Wirklichkeit nicht, dass man ihn mehr erleben wird. If he's the source of everything and you gain more of the source of everything, then how would you not be excited about dying? Wenn er die Quelle von allem ist und du mehr von dieser Quelle gewinnst, wie kannst du dann nicht begeistert sein zu sterben? Think about this. Denk darüber nach. So your true way of living here is all about Jesus, and when you finally get there, you have everything of him that you will ever need. Dein einziger wahrer Weg hier zu leben ist, dass sich alles um Jesus dreht. Und wenn du dann endlich dorthin kommst, wirst du alles haben, was du jemals brauchst. I recently said to Debbie, Ich habe kürzlich zu Debbie gesagt, I'm yet waiting to see one Christian leave this earth the way they're supposed to leave this earth. dass ich immer noch darauf warte, einen Christen zu sehen, der die Erde so verlässt, wie es sein sollte. With a shout of victory and excitement. Mit einem Siegesruf und Begeisterung. Keep focusing on heaven and Jesus. Fokussiere dich auf Jesus und den Himmel. That's what life is all about. Darum geht es im Leben. See you tomorrow. Bis morgen.